Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf diesem wundervollen, sehr entspannten Kanal. Heute mit wahrscheinlich wieder Überlänge, aber mit dem tollen Video von Simplicissimus, die riesigen Netzwerke hinter Flirtbots. Ihr habt mir 3 Videos extrem empfohlen und mir gesagt, hey, mach dazu eine Reaction jetzt, Digga, beeil dich. Das war so ziemlich der Tenor. Und eines davon war eben genau dieses Video hier. Und ich versuche so schnell ich kann, die anderen 2 auch noch zu machen. Ich bin allerdings unter Umständen gerade in Korea. Das heißt, ihr könnt mir super gerne auf Instagram folgen und dort mal gucken, was ich da für eine tolle Recherche mache. Alles unten in der Beschreibung verlinkt, genauso wie der Newsletter. So, und ja, jetzt wollen wir gar nicht länger drüber reden. Beziehungsweise doch, wir wollen sehr lange drüber reden. Wir reden über das riesige Netzwerk hinter Flirtbots. Ich hatte auch schon ein Video zu diesen Flirtbots gebaut, die speziell hier unter den YouTube-Kommentaren immer wieder sind. Ja, was soll ich sagen? Diese Bots, also zumindest das, was ich recherchieren konnte, sind dazu da, damit ihr auf deren Profil geht. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es genau um die geht, aber grundsätzlich die ich damals untersucht hatte, die waren dazu da, dass ihr auf deren Profil geht. Dort habt ihr dann meistens einfach nur einen Link zu irgendeiner Scam-Plattform, also sei es Gambling, also Glücksspiel, sei es irgendwelche ab 18 Inhalte oder seien es andere Chat-Inhalte, also zum Beispiel einfach eine Flirt-Plattform, wo wirklich Bots dann mit euch flirten und sexten und nichts weiter ist das. Das hatte ich alles in dem Video schon gezeigt. Ich musste ein bisschen viel zensieren in diesem Video, das weiß ich noch. Aber genau, darum ging es bei mir. Ich bin gespannt, was Simplicissimus jetzt hier macht. Deswegen lasst uns direkt reinsteigen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Leute, können wir mal bitte über diese Berliner Girls auf Instagram reden? Ich kriege jede Stunde Anfragen von denen. Was ist deren Auftrag? Woher kommen die? Ist das ein Virus? Ist das eine Krankheit? Instagram wurde vor kurzem von einer beispiellosen Armee an Bots geflutet. Die Berlin Insta-Girls haben verschiedene Namen, aber sie wollen alle das Gleiche, überall. Jeder kennt diese Art von Bot-Kommentaren aus dem Internet. Die haben übrigens immer noch unter jedem Video auf meinen beiden anderen Kanälen, also vor allem der The Morpheus-Kanal ist wahnsinnig heftig betroffen von denen. Ich bin mir nicht sicher, ob die speziell Kanäle mit männlicher Zielgruppe als Ziel wählen, aber sagen wir mal, ich vermute es. Und die meisten sind eigentlich relativ harmlos von dem, was sie schreiben. Ich habe URLs zum Beispiel, habe ich dann irgendwann mal blockiert und es gab eine Weile, da war in den Namen drin eine Telefonnummer mit Emojis drin. Die sind mittlerweile auch weg. Was ich allerdings vor kurzem hatte, ist eine neue Art von Bot, die mir ein bisschen, auf die ein paar von euch, sagen wir mal, reingefallen sind. Das fand ich ein bisschen tricky dann. Und zwar hat da jemand, also das war unter dem Telegram-Video, hat jemand einen Account gemacht, The Morpheus auf Telegram. So hieß dieser Account, hat mein Profilbild geklaut und hat dann als Bot einfach jedes einzelne Video, jedes einzelne Kommentar von euch kommentiert und geschrieben, hey, wenn du mehr wissen möchtest, dann schreib mir. Mehr war das nicht. Und mir haben mindestens 3 Leute geschrieben, ja, du wolltest ja, dass ich dir schreibe, über E-Mail lustigerweise. Aber ja, über Telegram kann man mich halt auch einfach nicht erreichen. Deswegen, da sind einige drauf reingefallen, weil der halt mein Profilbild hatte, weil ich auf dem anderen Kanal noch immer keinen Haken bekommen habe, was ich ein bisschen traurig finde. Und das liegt aber an YouTube, das liegt nicht an mir oder das liegt nicht an irgendjemand anders. Aber ja, YouTube ist da, naja, egal. Genau, das ist so ein Thema, das ist aber tatsächlich Identitätsdiebstahl. Das machen diese Bots ja natürlich nicht und diese Berliner Girls auch nicht unbedingt. Da kriege ich aber auch ständig Anfragen. Und deswegen ist der Instagram-Spam-Filter ist da auch relativ voll und manche von euch rutschen da auch rein, weswegen die dann zu spät wieder eine Antwort von mir bekommen, was ein bisschen doof ist. Also selbst die Filter von den Plattformen selber filtern einfach echte Nutzer raus und lassen teilweise diese Bots durch, die wirklich einfach direkt Links mit zu ab 18 Portalen schicken. Könnte man besser machen, aber tun sie nicht. Aber ja, solange, also wahrscheinlich wird das mit den Identitätsdiebstählen noch mehr werden. Ich hatte auch schon auf LinkedIn einen Account, der wirklich meine Identität geklaut hat, also ein Bild von mir genommen hat und als seins ausgegeben hat und dann einfach auf LinkedIn war. Den musste ich melden, den hat mir jemand anders gezeigt. Und ja, da ist dann auch schon was passiert. Also es ist Wahnsinn momentan. Und man kann die halt auch nicht mehr von den anderen unterscheiden. Also die da sind einfach, die sie gerade zeigen, diese die halt, ne?
weil die einfach einen Link schicken und weil, ne, only for fans over 18 years old, so, das lässt sich leicht rausfiltern, das kann man gut erkennen, denke ich mal. Aber ein paar überhaupt nicht. Vor ein paar Jahren haben wir uns schon mal ein Netzwerk hinter solchen Flirtbots angeschaut. Damals konnten wir es noch nicht ganz durchdringen und nur erahnen, wie gigantisch diese Industrie ist. Also haben wir uns Hilfe geholt. Das typische Opfer gibt es nicht. Also es geht über alle Altersschichten, über alle Bildungsschichten hinweg und das auch über alle Geschlechter. Von Jugendlichen, die noch zu Hause wohnen, bis zu älteren Menschen im Pflegeheim erleben wir alles. Das sind, wenn du es so nimmst, auch Affiliate-Links. Die werden genau auswerten, welcher Kunde kam über welchen Link und welche Seite und darüber werden die wahrscheinlich dann nochmal zusätzlich bezahlt so. Diese Masche verursacht allein im deutschsprachigen Raum mutmaßlich jedes Jahr Schäden in 2- bis 3-stelliger Millionenhöhe. Und das ist krass, wenn man das mal sich so überlegt. Ne? Die sind ja eigentlich einfach zu erkennen, zumindest sagt ihr mir das immer wieder. Aber auf der anderen Seite, der eine Bot, der wirklich mich impersonifiziert hat oder meine Identität quasi gestohlen hat mit meinem Profilbild und einen ähnlichen Namen, also er hieß einfach The Morpheus auf Telegram, da sind 5 direkt drauf reingefallen und haben mir eine E-Mail geschrieben da drauf. Wodurch ich erst darauf aufmerksam wurde, dass da was war. Und der war nicht lange online. Ich habe den sofort gemeldet und wirklich keine Stunde später war der gelöscht. Der war gerade mal so 3 Stunden ungefähr da. Wenn ich nicht so schnell reagiert hätte auf diese E-Mail, dann wäre der so viel länger da gewesen und hätte so viel mehr auch Schaden verursacht, weil der hatte bei sich im Profil auch eine Telefonnummer angegeben. Das heißt, man konnte dem schreiben. Ich hoffe, dass da niemand drauf geantwortet hat oder dem geschrieben hat, weil derjenige dachte, das wäre ich. Das ist halt maximal gefährlich und ich kann nichts dagegen tun, weil jeder kann halt mein Bild aus dem Internet nehmen und dann so tun, als wäre er ich. Der Name ist ja nicht irgendwie gesperrt auf YouTube. So, den Namen habe ja nicht mal ich. The Morpheus auf Telegram ist ja nicht mein Name. Ne? Ich heiße ja einfach The Morpheus, beziehungsweise in dem Fall The Morpheus Reacts. Ihr versteht, was ich meine. Wir haben uns in den letzten Monaten ganz tief in diesen Sumpf eingegraben. Dabei sind wir auf ein dubioses Geschäft mit vermeintlichen Dating-Seiten gestoßen. Ja. Auf Chatschreiber, die ahnungslosen Menschen die große Liebe vorgaukeln. Auf skrupellose Geldeintreiber. Auf Betrugsfälle in Millionenhöhe. Auf ein gigantisches Netzwerk von Unternehmen mitten in Europa. Auf Hintermänner aus Deutschland, die mit diesen Seiten mutmaßlich sehr viel Geld verdienen. Ich hatte tatsächlich andere Seiten. Ich habe ja auch, also ich habe quasi genau diese Recherche auch durchgeführt und habe dort ein paar andere Seiten. Also Traffic Partner sagt mir nichts, aber meine Seiten, die ich habe sie nicht mehr genau im Kopf, aber wenn ich sie sehen würde, würden wahrscheinlich bei mir die Glocken klingeln. Also ich kann euch gerne meins noch verlinken. Ich glaube, dass da mehr als ein Netzwerk dabei ist und ich meine, wenn es ein lukratives Geschäft ist mit Scam, dann werden es mehr als eine Person tun. Und wir haben trotzdem gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Geil. Wir setzen mit dieser Recherche da an, wo wir in unserem 2BG vor ein paar Jahren aufgehört haben. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, Link ist in der Beschreibung. Klickt bitte niemals, wirklich niemals auf solche Botlinks. Ja. Was ich mittlerweile auch gesehen habe, vielleicht noch dazu kurz als Ergänzung, diese Bots haben teilweise, also gerade auch in der Recherche, Videos von sich selbst auf ihrem Profil gepostet, also Short-Videos meistens, wie sie tanzen. Und wie sie sich vermeintlich ausziehen, also wirklich sehr, sehr knapp bekleidet dann noch irgendwann waren. Das waren tatsächlich keine KI-generierten Videos. Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, wo diese Videos herkommen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass sie die einfach geklaut haben von irgendwelchen anderen Plattformen und da dann einfach zusammengeschnitten haben und gesagt haben, okay, wir teilen die jetzt. Weil das war dieselbe Person, die da jedes Mal getanzt hat. Ich habe mir das tatsächlich alles gegeben. Für Recherchezwecke, selbstverständlich. Und die waren nicht komisch glitchy oder komisch gedeepfaked oder sowas, das würde man erkennen. Also die ich gesehen habe, waren relativ authentisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da noch weitergehen kann. Und gerade auf Instagram kann man ja auch einfach Bilder generieren und dann posten. Instagram habe ich nicht untersucht. Ich habe wirklich nur YouTube-Kommentare untersucht. Und dementsprechend, die waren tatsächlich echt, aber die waren halt einfach gerippt.
Als erstes haben wir uns die unzähligen Links angeschaut, die man in Spam-Kommentaren und Profilbeschreibungen findet. Wohin führen sie? Die Links sind alle Redirects, also die Links führen immer auf andere Links, die da drin sind, aber das ist eine Mischung von verschiedenen Webseiten, je nachdem, ob du mobil oder per Desktop drauf zugreifst. Ja. Ist aber immer das gleiche Schema. Das ist Torben Platzer. Er hat sich auf seinem Kanal vor einiger Zeit mit Finanzbots beschäftigt. Wir haben ihn für diese Recherche dazugeholt. So gut wie immer werden wir auf andere Seiten weitergeleitet. Mal auf sowas, mal auf sowas und mal auf sowas. Das sind nicht mehr dieselben Seiten wie damals, als ich das untersucht habe. Meine Recherche ist erst um ein halbes Jahr oder sowas vielleicht her. Ist genau dasselbe. Also es sind ähnliche Seiten, aber nicht mehr dieselben. Und die tauschen die auch einfach aus. Das Ding ist, ihr könnt auch, also das Problem ist ja, wir können die Domains nicht irgendwie sperren oder sagen, ey, das ist ein Scam-Domain, blockier die mal oder meld die als Malware. Weil wenn ich so eine Domain sperre, dann kann der Angreifer sich einfach direkt eine neue Domain holen. Das kostet 12 € pro Jahr, die da draufsetzen und dann ist er wieder da. Und tauscht einfach in diesen Scam-Links oder in den Affiliate-Links den Redirect aus, wo sie hin überweisen, also wo sie euch hinleiten. Dementsprechend, das ist quasi zu kontrollieren. Das hier ist, da habe ich es auch tatsächlich mal durchlaufen lassen. Ich habe Lust zu ihr. Wie oft willst du haben? Am besten die ganze Zeit. Je nachdem, wo wir wohnen, landen wir auch auf anderen Seiten. Ja. Immer passend auf die Sprache angepasst, das hatte ich auch gemerkt. Da wird dann aber auch immer auch geguckt, also wenn sie Informationen von euch haben, dann versuchen sie die auch teilweise mit einfließen zu lassen. Also ich hatte, wo war das? Ich glaube, ich bin irgendwann in ein arabisches Land gegangen und hatte dort dann wirklich Frauen von dort, also die dann eher verschleiert waren und so weiter, und trotzdem war alles verfügbar. Also es war komplett wild. Das ist auch teilweise mit, gut, automatisch übersetzt, das war dann ein bisschen billiger. Aber ich bin auf sehr viele Gambling-Seiten gekommen. Also sehr viel Glücksspiel war bei mir auch dabei, muss ich sagen. Es waren nicht nur diese Erotik-Bots, sondern sehr viel Glücksspiel auch. Und ja, Flirt-Seiten, also wirklich, wo man pro Nachricht bezahlen musste, wo man sich auch anmelden musste, wo man dann wirklich zugespammt wird mit Kommentaren, mit ey, die und die will mit dir chatten. Ich habe das auch teilweise durchlaufen lassen. Das sind sehr viele verschiedene Arten. Du kommst da gar nicht mehr raus. Das sind wirklich so viele. Die fragen nach allen Berechtigungen, ne? Die schicken euch auch dann Desktop-Benachrichtigen, wenn sie das können. Also manche Seiten davon. Es gibt bei Windows so eine Funktion, da kriegst du so eine Desktop-Notification, auch wenn die Seite eigentlich geschlossen ist. Das ist insane. Die sind überall. Öffnet man einen dieser Links geschützt im Tor-Browser, sieht man nur diesen Text, der anscheinend auf Russisch ist. Der Text ist gibberish. Im Quellcode sieht man dann, wohin die Weiterleitung führt. Und zwar läuft das über dieses Tracking Worlds. Und das war bei mir nicht so. Ich hatte eine andere Redirect drin, das war bei mir nicht Tracking Worlds. Nee. Da ist halt dahinter sozusagen diese Redirects. Das heißt, auch wenn du refresh, dass immer eine andere Seite kommt. Ja. Und Tracking Worlds ist so das Bindeglied, wenn du es jetzt so nimmst, wo die Leute dann auch so verschiedene Seiten eingeben können, auf die man dann kommen soll. Ich fand das sehr interessant. Ich habe mir auch den Quellcode angeguckt und einer der Bots hat da ein Tracking-Tool versteckt gehabt. Ihr könnt euch, wie gesagt, gerne mein Video auch noch angucken dazu. Es geht ein bisschen tiefer rein. Dieser Tracker, den die da drin hatten, den haben sie nicht geschützt. Das heißt, ich konnte drauf zugreifen und hatte tatsächlich auch den Zugriff als Administrator auf dieses Tracking-Tool. Das heißt, ich konnte sehen, woher kommen die Leute, wer sind die Leute, wie alt sind die Leute im Durchschnitt und so weiter und so fort. Das hatte ich da alles auch ein bisschen drin getan. Ich hatte wirklich voll Zugriff auf das Teil. Das Traurige war, dass halt der Scammer nichts dafür bezahlt hat. Deswegen hatte der selber nur begrenzt Zugriff. Ich glaube, es waren die letzten 24 Stunden oder sowas. Also man hat nicht viel gesehen, aber man hat gesehen, woher die letzten 24 Stunden und wie viele vor allem in den letzten 24 Stunden reingekommen sind. Bei diesen Links könnte es sich um Affiliate-Links handeln. Auch auf Mainstream-Dating-Seiten oder ganz allgemein im Internet ist es üblich, dass die Betreiber für Traffic bezahlen. Wenn ein Nutzer über einen Affiliate-Link auf die jeweilige Seite stößt und sich anmeldet oder etwas kauft, bekommt der Ersteller oder Inhaber des Links eine Provision. Und wie der jeweilige Nutzer dann zu der Seite gebracht wird, obliegt dann demjenigen, der Werbung macht.
Ja, das heißt, da haben die Seitenbetreiber auch mitunter gar keinen Einfluss mehr drauf, wie seriös dann die Werbung betrieben wird oder auch gerade nicht. Das kommt ein bisschen drauf an. Also ja, das ist, in manchen Fällen ist das so, dass die Betreiber das nicht mehr machen, aber zum Beispiel, wenn man, also es kommt natürlich darauf an, wo man diesen Tracking-Link dann auch teilt. Das kann man ja sehen als Betreiber, zumindest manchmal, oder man kann es einfach nachvollziehen, wo der geteilt wird. Und man möchte ja Bot-Verhalten auch limitieren. Dementsprechend wird teilweise extra gesagt, ihr dürft das nur da und da teilen oder eben nicht weiter. Ne? Also das wird teilweise limitiert. Es ist aber sehr, sehr schwer, das zu limitieren. Und eben deswegen sieht man dann zum Beispiel, wenn man mit dem Tor-Browser drauf geht, sieht man gar nichts mehr, weil dann ist quasi klar die Absicht, nicht Geld dort auszugeben. Ne? Deswegen sieht man, wenn man einen Tor-Browser eben hat, dass man da nicht weiter drauf kommt. Genau. Übrigens auch mit dem Tor-Browser, ich habe das auch ausprobiert. Ich sehe nicht immer diese russische Seite, sondern ich sehe manchmal, es kommt auch auf den Standort drauf an. Wenn ihr den Tor-Browser quasi mehrfach startet, kriegt ihr ja immer einen anderen Exit-Node. Also wenn der Exit-Node in eben, naja, es war nicht Russland, also wahrscheinlich bei denen auch nicht Russland, aber wenn der eben mit irgendwas Kyrillischem ist, dann sieht man vielleicht diese Seite, aber wenn er irgendwie in Deutschland liegt oder sowas, dann habe ich dort auch definitiv eine andere Seite gesehen. Also auch da wird dann unterschieden, je nach Location, je nach Ort, wo man sich befindet. Das ist Sebastian Günnewig. Er ist Rechtsanwalt und beschäftigt sich schon länger mit solchen Dating-Seiten. Die Spam-Kommentare auf YouTube und die Botlinks sind wahrscheinlich Teil größerer Affiliate-Netzwerke. Ja. Deren Aufgabe ist es mutmaßlich, möglichst viele Kunden auf die Dating-Seiten zu bringen. Es ist aber unklar, ob diese mutmaßlichen Netzwerke von den Seitenbetreibern selbst oder anderen Firmen betrieben werden. Wir konnten nicht herausfinden, wer oder was hinter trackingworlds.com steckt. Wenn man nach der Seite sucht, sieht man nur das. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also Machen wir das doch einfach mal. Ich würde das mal ganz kurz mit euch machen. So, das ist genau das, was ich damals auch immer wieder hatte. Und zwar hier sehen wir Domain trackingworlds.com ist registriert unter Amazon. Also nicht Amazon besitzt diese Domain, sondern Amazon ist quasi der Registrar davon. Das heißt, der hat diese Domain weiterverkauft an jemand anderes. Wurde registriert 2018 schon, expired, also läuft aus 2025 und wurde noch am 20.08.2024 nochmal aktualisiert. Weiß nicht genau, was das heißt. Genau. Und das fand ich, und das habe ich eben auch schon damals gesagt, fand ich sehr, sehr interessant. Diese Organisation Identity Protection Service, das habe ich auch schon in meinem Video ständig wieder gesehen, die versteckt einfach den Domaininhaber, obwohl eigentlich rechtlich der Domaininhaber öffentlich sein muss und auch Kontaktdaten angeben muss. Und die verstecken einfach alles. Die geben quasi ihre Adresse her und haben dann einen Identity-Schutz. Das heißt, die Organisation, die dahinter steht, ist eigentlich auch verschleiert. Das heißt, wenn ich jetzt als Cedric Mössner, als Einzelunternehmer mir eine Domain kaufe, dann steht hier, wenn ich das über den Identity Protection Service mache, nicht mehr mein Name, sondern eben dieser Name hier. Und erst wenn ich bei Identity Protect unter diesem riesigen Wulst hier anfrage, der übrigens nicht kopierbar ist, der Teil hinten dran ist kopierbar, das hier vorne ist einfach nur ein Bild, damit man nicht automatisch dort hinschreiben kann. Wenn ich hier hinschreibe, dann bekomme ich unter Umständen eine Antwort, aber da muss ich schon einen triftigen Grund vorweisen. Genau, und genauso hier beim Technical Contact, all das ist genauso hierbei. So, hier haben wir nämlich auch genau dasselbe. Hier sind nochmal die rohen Whois-Daten. Hier trustandSafety@support.aws.com. Finde ich interessant, dass mittlerweile übrigens die ganzen E-Mail-Adressen als Bilder drin sind, damit man eben nicht mehr so viel Spam bekommt. Bringt aber auch nicht wirklich irgendwas. Genau, und das ist auch wieder Identity Protect und so weiter und so fort. Genau, also das heißt, im Grunde genommen ist auch hier die Identität versteckt, obwohl sie eigentlich öffentlich sein müsste. haben wir uns die Betreiber der Dating-Seiten einmal genauer angeschaut. Klickt man sich durch diese Seiten, fällt auf, dass viele davon fast identisch aussehen. Es gibt sie in verschiedenen Sprachen und für nahezu jede Vorliebe. Oft betreibt eine Firma mehrere. So zum Beispiel auch dieses Unternehmen aus den Niederlanden. Zum Teil gibt es aber auch Seiten, die quasi identisch sind und trotzdem von verschiedenen Firmen betrieben werden. Extrem viele Fragezeichen. Könnte es sich um ein zusammenhängendes Netzwerk handeln oder einfach um einen gigantischen Markt?
Wir haben hier die starke Vermutung, dass es halt tatsächlich entweder wenige Betreiber gibt, die hinter diesen ganzen Seiten stehen und dann natürlich im Sinne von einem Baukastensystem oder Copy-Paste-System immer wieder die Seite duplizieren und nur leicht abändern. Was es auch sein kann, und da sind wir letztlich noch nicht mit unseren eigenen Ermittlungen final zu Ende gekommen, dass es sowas wie ein Franchise- oder White-Label-System gibt. Also haben wir Mit dem Franchise- und White-Label-System finde ich sehr interessant. Also grundsätzlich klar, die kenne ich. Die Be Together Media, die kenne ich. Und die Casual Networks sagt mir auch was. Die hatte ich, glaube ich, damals auch gefunden. Genau. Also im Grunde genommen, ihr könnt euch White Label so vorstellen, und zwar Dating Scam as a Service. Ne? Wir hatten schon so viele Sachen von as a Service, das wäre einfach nur der nächste logische Schritt. Dementsprechend, ihr bestellt sozusagen, ihr gebt denen 1.000 € und die setzen für euch so eine Website auf und direkt mit Affiliate und allem drum und dran. Und das läuft dann einfach automatisch im Hintergrund für euch und ihr bekommt einfach die Einnahmen davon. Das ist relativ normal, sag ich mal, für Hacking-Services mittlerweile. Ransomware as a Service ist ganz, ganz groß. Denial of Service as a Service, also DDoS as a Service quasi. Leute, die einfach nur eure Website kaputt schießen, auch normal geworden mittlerweile. Und dann gibt es da quasi ist wirklich wie ein ganz normaler Kaufprozess. Ihr geht auf so einen Dienstleister und sagt dann, ich hätte gerne das und dann geht das immer weiter. Lustigerweise, Ransomware as a Service und DDoS as a Service hat gerade einen ordentlichen Schlag bekommen, dadurch, dass sie Telegram so ein bisschen besser überwachen. Da haben sie eine Gruppe festgenommen, die das wirklich ordentlich getan hat. Und eine weitere Gruppe hat dort zumindest angekündigt, dass sie aufhören. Das heißt nicht so viel, die ziehen dann vielleicht einfach woanders hin um. Aber auf jeden Fall sind die da rausgegangen, was eventuell auch hierfür spricht. Also ja, Sextortion ist auch immer wieder ein großes Thema. Das ist im Endeffekt Erpressung mit, ich habe hier diesen Beweis. Das kann man damit sehr, sehr gut machen, wenn man die Daten von den Leuten hat. Also sprich, ich weiß, wer sich da anmeldet. Nehmen wir einfach mal an, ich habe einen Namen. Ich melde mich als Hans-Peter an. Und der Hans-Peter, der auch gleichzeitig dessen Adresse dann auch vielleicht dort ist, den findet man dann im Echten. Und erpresst ihn einfach und sagt, hey, hier schon mal, ich habe die Nachrichten, die du geschrieben hast, ich habe die Bilder, die du halt diesem Bot geschrieben hast. Und wenn du mir nicht so und so viel Euro gibst, dann schicke ich das an deine Frau. Sowas zum Beispiel. Das ist auch so ein Thema und das wird auch immer gruseliger. Da haben sie angefangen, wirklich Bilder von der Straße mit in die Sextortion-Kampagne reinzutun. Das heißt, die schicken nicht nur ich habe das und das, ich habe diesen Chatverlauf, ich habe diese Bilder von dir, ich schicke das deiner Frau und sag ihr alles, sondern sie schicken auch gleichzeitig noch ein Wohnortsfoto mit von Google Street View und sagen, ich weiß, wo du wohnst. Und dann zieht dieser Scam wohl nochmal um so viel mehr und damit hat man eine perfekte Datengrundlage dafür, sodass ich vermute, dass da noch Sextortion am Ende passieren wird, weil die lassen in solchen Chat-Netzwerken relativ schnell ihre privaten Daten dort. Und das Ganze als Service zu bauen, also könnte schon gut sein. Das Manipulieren von solchen Seiten ist aber tatsächlich auch kein großes Thema mehr. Da baue ich mir einfach ein anderes Bild, nehme noch irgendwo anders ein Bild mit rein und schon habe ich eine neue Seite. Das ist auch nicht mehr groß ein Hexenwerk, also geht recht schnell. Wir bei unserer Recherche einfach mal hier angefangen. Casual Networks betreibt unzählige Seiten, viele davon auf Deutsch. Erinnert ihr euch noch an Jeff? Ich heiße Jeff. Yep, die gehört mittlerweile auch dazu. Ernsthaft? Laut Impressum hat Casual Networks seinen Sitz in diesem Gebäude in Venlo. Also An der gleichen Adresse sitzen noch ein paar andere Unternehmen. Eines bezeichnet sich als Full Service Provider für die Erstellung, Vermarktung und Abrechnung von Online-Diensten. Viele dieser Seiten wurden vorher von einer anderen Firma aus Wien betrieben. Mittlerweile wurde sie umbenannt. Dieses Unternehmen gehört diesem hier in Deutschland. Verfolgt man die habe ich tatsächlich auch gefunden damals, Surf Media GmbH. Ja. die Leiter noch weiter nach oben, landet man irgendwann bei diesen 4 Männern. Einer davon ist Michael R., der andere Ralf S. Beide scheinen für uns wichtige Schlüsselfiguren in diesem Netzwerk zu sein. Ralf S. ist alleiniger Gesellschafter dieses Unternehmens. Das wiederum besitzt 3 weitere Firmen, die Dating-Plattformen anbieten. Hierzu gehört unter anderem auch Casual Networks.
Michael R. hat ebenfalls Verbindungen zu Unternehmen, die mit Dating-Plattformen Geld verdienen. Beide aus der Schweiz. Eins davon kennen wir schon. Die kennen wir durch mein Video auch schon. Ja, das ist tatsächlich ein häufiges gewesen. Das war eins der am häufigsten, wenn nicht sogar das häufigste, was ich abbekommen habe. Außerdem ist Michael R. laut eigenen Angaben Geschäftsführer und Mitgründer von diesem Unternehmen. Traffic Partner ist laut eigenen Angaben die Dachmarke für verschiedene Unternehmen und Dienste in der Sex- und Datingbranche. Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren aktiv. Es hat 400 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA. Aber womit genau verdient das Unternehmen Geld? Traffic Partner erstellt und betreibt Datingseiten. Es kauft über verschiedene Wege Traffic. Also es bezahlt Leute dafür, Internetnutzer auf ihre Sites zu bringen, zum Beispiel über Werbung. Und es wickelt die Zahlungen auf den Datingseiten ab. Traffic Partner hat ein breites Spektrum an Business Units. Mittlerweile findet man die aber nicht mehr auf der Homepage. We do mainstream dating, we do casual dating. Oh, das ist ein Interview von denen. Interessant. We cover all needs in the global dating industry. Das ist Moritz von Arnim, Chief Sales und Marketing Officer von Traffic Partner. In mindestens einem Fall sind wir bei unserer ersten Recherche über einen Botlink auf eine der Seiten gestoßen, die mit Traffic Partner in Verbindung stehen. Wir wollten von Traffic Partner wissen, ob das Unternehmen prüft, woher es seinen Traffic eigentlich bekommt. Ja, ich habe den auch geschrieben damals. Nie eine Antwort bekommen. Bis heute nicht übrigens. Also ich habe denen auch mehrere Fragen gestellt. Ja, die Und Antwort ob Teile nicht. davon womöglich mit Hilfe von Bots generiert werden. Traffic Partner hat auf unsere Fragen bisher nicht reagiert. Ob Traffic Partner Bot-Traffic bezieht, wissen wir also nicht. Wo zumindest ein Teil des Traffics herkommt, kann sich das Unternehmen anscheinend auch nicht so richtig erklären. And how big is the traffic from social medias? I think it's a lot. It's a lot more than we actually know because we have some really smart publishers who deliver us high quality traffic and of course don't tell us where it's exactly coming from. These smart guys are making good money with us. And Das Ding ist halt, man kann mittlerweile auch gehackte YouTube-Kommentare kaufen. Also im Endeffekt, man hat übernommene YouTube-Accounts durch Phishing, durch Social Engineering, whatever. Und diese Bot-Accounts werden dann in ein anderes Netzwerk, die sind quasi auch dann Teil eines Dienstleisters, werden die sozusagen angepriesen. Also, ne, keine Ahnung, ob die das da auch verwenden, aber die kann man kaufen, dass die einfach kommentieren. Unter einem Video, unter jedem Video, unter haufenweise Videos. Und da zahlt man für einen Kommentar vielleicht ein paar, Cent. Und das Problem ist, dass die dann natürlich das einfach, ne, die kommentieren überall, dann kann ich das auch automatisieren, dann habe ich quasi ein Netzwerk an Bots, an gehackten Accounts. Irgendjemand anders kümmert sich darum, dass diese Accounts gehackt werden und oder sogar erstellt werden, vielleicht, das ist ja auch möglich. Und da kann ich einfach drauf zugreifen. Ich muss mich nicht mal mehr drum kümmern, dass die kommentieren, sondern das macht irgendjemand anders. Ich kaufe mir einfach nur YouTube-Kommentare und sage, ey, kommentier einfach mal durch. So, und dann ist meine Aufgabe nur noch zu sagen, ich möchte bitte YouTube-Kommentare, die okay sind, die nicht zensiert werden, die nicht gesperrt werden, nicht automatisch in Spam-Filter kommen und so weiter und so fort. Und dann stehen die da, dann hat man da ein passendes Profilbild dazu und boom, kommt man auf so einen Link eben. Und das Einzige, was man, also wie gesagt, auch in meiner Recherche jetzt, das Einzige, was man dagegen machen kann, ist es so unattraktiv und so teuer zu machen, dass es sich nicht mehr lohnt für die Herausgeber. Sprich, wenn ihr aware seid oder wenn wir alle aware sind, da nicht draufklicken und dann einfach wirklich sagen, hey, das machen wir nicht. Deswegen ist so ein Video auch super, super wichtig. Wenn wir da nicht draufklicken, dann geben wir denen kein Geld, weil wir ja keinen Affiliate-Link generieren oder bauen und keine Affiliate-Klicks mehr sind. Dadurch kriegen die weniger Geld, geben aber trotzdem noch genauso viel Geld für die Kommentare aus. Und dadurch haben wir einfach, sind wir an sich einfach, machen wir es unlukrativ und unattraktiv dadurch für die Bots. Dadurch zerstören wir diese Affiliate-Kette und dadurch kriegen wir vielleicht auch solche Netzwerke dann zu Fall. Weil Affiliate-Marketing an sich, Affiliate-Links an sich sind ja nicht illegal. Es ist ja kein Problem in dem Sinne. Nur natürlich, wenn es halt mit Bots generiert wird, gegen den Willen der User und dann natürlich auch, ne, wenn die Webseiten
bösartige Sachen machen, zum Beispiel mit Bots arbeiten, um zu scammen oder sowas, dann ist natürlich nochmal was ganz anderes. To be honest, we're making some money with them as well. Das Geschäft scheint in jedem Fall gut zu laufen. Der Mann, den wir gerade gehört haben, ist ein weiteres wichtiges Gesicht bei Traffic Partner. Hello everybody, here's the captain from trafficpartner.com. Der Captain ist augenscheinlich ein ziemlich guter Geschäftsmann. Klar, er gibt ja auch immer Vollgas. Battle to the metal. Go up with the click cash and the captain trafficpartner.com. Check it out and make the real profit. Unangenehm. Woo, music! Der Traffic Captain, der bürgerlich Andy Wulmer heißt, ist das Aushängeschild für ein weiteres Unternehmen, das mit Traffic Partner in Verbindung steht und sich vor allem mit OnlyFans Traffic beschäftigt. Wir wollten Klarheit über dieses Netzwerk haben. In welcher Beziehung stehen Traffic Partner und all diese Unternehmen? Leider hat uns Traffic Partner auch darauf keine Antwort gegeben. Dass es zwischen vielen dieser Unternehmen gewisse Verbindungen gibt, konnten wir mit Hilfe von Auszügen aus dem Handelsregister jedoch nachvollziehen. Fassen wir also nochmal zusammen. Im Internet gibt es unzählige dubiose Dating-Seiten, die zum Teil sehr ähnlich aussehen und von unterschiedlichen Unternehmen betrieben werden. Zum Teil sitzen viele dieser Unternehmen an derselben Adresse. Manchmal gibt es zwischen den Unternehmen auch personelle Verbindungen. Mindestens eines dieser Unternehmen kauft für seine Seiten auch Traffic ein. Gleichzeitig kursieren im Internet zahllose Bots, die Links zu Dating-Seiten verbreiten und mutmaßlich Teil eines Affiliate-Netzwerks sind. Abschließend können wir nicht bewerten, um was für ein Netzwerk es sich hierbei genau handelt und inwiefern Traffic Partner oder andere Unternehmen mit diesen Botlinks in Verbindung stehen. Wir hatten noch viele weitere Fragen an Traffic Partner, doch leider hat uns das Unternehmen bisher auf keine davon geantwortet. Dieses riesige Netzwerk ist vermutlich nur eines von vielen. Traffic Partner sagt, dass es alle seine Seiten exklusiv besitzt und auch betreibt. Es gibt aber auch andere Anbieter. Die bieten zum Genau, das meine ich. Das sind dann, das ist auch Dating. Teil sogenannte White Labels an. Seiten, die sich beliebig oft kopieren und anpassen lassen. Es gibt nicht einen großen, es sind wirklich zahlreiche Unternehmen, die auch verschachtelt sind. Also Fand ich gerade interessant, die eine Seite, wo ich gerade kurz gesagt habe, die kenne ich irgendwoher, die sieht ziemlich genauso aus wie eine Glücksspielseite. Ich bin mir nicht genau sicher, ob die dann auch gewhite-labelt wurde und einfach von manchen als Flirt-Plattform und andere als Glücksspielplattform verwenden. Aber ich könnte es mir vorstellen tatsächlich. Sorry, das ist mir gerade irgendwie so erst spontan gekommen, dass das ja sein könnte. Das ist wirklich sehr viel Geld mit dem Spiel und dementsprechend auch steigt die Professionalität, mit welcher diese Akteure da vorgehen. Das sind Reto Puma und Christian Jenny von der Reklamationszentrale Schweiz. Als unabhängige Beschwerdestelle für Verbraucher beschäftigen auch sie sich intensiv mit diesen Seiten. Die Online-Dating-Branche ist seit Jahren ein wachsender Markt. Je mehr Nutzer es gibt, desto mehr Geld lässt sich auch verdienen. Aber wie verdienen diese unzähligen Dating-Seiten eigentlich überhaupt Geld? Oder in der Lingo der Industrie, wie wird der Traffic monetarisiert? Ja, kann man vielleicht mal kurz drüber reden. Also das, was ich rausgefunden habe damals, was bei mir versucht wurde, ist, man kriegt sehr, sehr viele Nachrichten, man hat ein paar Gratis-Nachrichten frei und alles Weitere muss man dann bezahlen. Das heißt, ihr zahlt pro Nachricht, wie wenn ihr früher eine SMS geschrieben habt, zahlt ihr halt ein paar Cent jedes Mal, wenn ihr eine Nachricht wollt. Und da sitzt dann, ich weiß nicht, ob ein Mensch dahinter saß oder ob tatsächlich einfach ein Bot dahinter sitzt. Ich bin mir bis heute relativ sicher, dass es ein Bot sein sollte. Aber irgendwie habe ich die Befürchtung, dass es ein Mensch war. Aber ja, also im Endeffekt, ich kann ja einfach ein LLM, eine KI, kann ich da hinsetzen und kann sagen, hey, schreib mal hier, jedes Mal, wenn jemand schreibt, schreib einfach irgendwas zurück. Es ist wirklich kein Aufwand, der schreibt instant zurück. Und ja, dadurch habe ich genau das. Aber da geht natürlich dann irgendwann der Profit runter, weil ich für jeden Aufruf separat bezahlen muss und weil ich die Gefahr laufe, dass es halt irgendwann entdeckt wird und dann halt gesperrt wird. Dementsprechend macht ein Mensch mehr Sinn. Außer man nimmt natürlich ein KI-Netz, das bei mir lokal läuft, also sowas wie ein Mixral oder ein Llama oder sowas zum Beispiel. Und das läuft dann lokal und gibt mir dann tatsächlich einfach Antworten. Dementsprechend, ich vermute, dass sie da relativ bald umstellen werden, aber ich weiß es nicht.
Genau, das war die eine Monetarisierungsstrategie, dass man einfach sagt, man zahlt pro Aufruf. Das zweite ist das Datenverkaufen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, wer von denen das gemacht hat. Aber ich habe auf jeden Fall danach E-Mail-Spam auf dieser E-Mail bekommen, die ich dafür verwendet habe. Und das dritte war dann ein ganz klassisches Abo. Also man hat dort einfach dann bezahlt dafür, dass man Sachen teilen durfte. Ein Premium-Abo war dann zum Beispiel, hey, du darfst noch Bilder von dir teilen. Mehr durftest du nicht machen. Also im Endeffekt wie eine ganz normale Webseite, die halt, ja, Dinge tut. Auf uns wirkt es so, als hätten einige der Betreiber über die Jahre eine ziemlich perfide Masche entwickelt. Nicht nur auf Dating-Seiten kann man schnell zu viel Geld lassen. Auch in Online-Shops verliert man seine Ausgaben oft schnell aus dem Blick. Gerade wenn man bequem in Raten zahlen kann. Bei solchen Käufen schließt man Kreditverträge mit oft hohen Zinsen ab, auch wenn einem das beim Chat... Eine ganz kurze Sache, ich überspringe mal kurz die Werbung. Wobei, eigentlich sollte ich es durchlaufen lassen. Immerhin verdienen sie ihr Geld damit und ich weiß ja, wie das ist, ne? Also, wenn wir nur von den YouTube-Klicks abhängig wären, so auf YouTube, dann weiß ich ganz genau, dass es nicht reicht, um so ein Team zu bezahlen, das hinter solchen Animationen, hinter so einer Recherche steckt. Wenn ich von YouTube-Einnahmen leben müsste, dann könnte ich gerade so mich finanzieren, ohne nee, nicht mal. Wird nicht reichen. Nach Steuern und nach ein paar Tools, die ich einfach brauche, könnte ich nicht mal mich finanzieren, geschweige denn einen Cutter oder jemanden, der für mich die Designs macht. Oder gar jemanden, der für mich recherchiert. Gut, das habe ich auch nicht, aber trotzdem. Ne? Deswegen lasse ich mal durchlaufen. Checkout vielleicht nicht immer so bewusst ist. Wir persönlich sehen solche Ratenkäufe kritisch und man sollte sie nicht leichtfertig tätigen. Wenn es in deinem Fall aber zu spät ist, kann Anyfin dir vielleicht helfen. Anyfin prüft, ob dein Zinssatz gesenkt werden kann und ob deine Konditionen fair sind. Über simply.deals/anyfin84 oder über die App kannst du in wenigen Minuten eine kostenlose, unverbindliche Anfrage stellen. Dafür musst du nur ein Foto deiner letzten Abrechnung hochladen, deine Daten eintragen und hier den Code SIMPLY einfügen. Wenn Anyfin dir ein besseres Angebot schicken kann, kannst du selbst entscheiden, ob du es annehmen oder ablehnen willst. Wenn du es annimmst, wird dein bestehender Kredit abbezahlt und du zahlst fortan zu niedrigeren Zinsen an Anyfin weiter. Wenn du Anyfin ausprobieren möchtest, scan diesen QR-Code oder check den Link in der Beschreibung. Mit dem Code SIMPLY bekommt ihr 20 € Abzug von der ersten Rate. Hinweis. So, ich kommentiere mal den Sponsor nicht. Ich kommentiere nur eine Sache. Bitte kauft nicht auf Raten. Wenn ihr euch was nicht leisten könnt, dann kauft das nicht. So dringend braucht ihr das nicht. Kauft nicht auf Raten. Das ist alles, was ich euch mitgeben möchte. Sponsor lasse ich unkommentiert. Die sind ja nicht für Ratenkauf oder sonst irgendwas gewesen. Im folgenden Kapitel geht es allgemein um Dating-Seiten dieser Art. Nicht spezifisch um die Seiten im Netzwerk rund um Traffic-Partner. Du sitzt alleine Das mussten sie machen, damit sie keine Abmahnung bekommen. an deinem Laptop, als du plötzlich eine Benachrichtigung bekommst. Du öffnest YouTube und willst direkt was kommentieren, aber bist natürlich nicht der Erste. Eins der Profile springt dir sofort ins Auge. Du bist neugierig und landest bei einem ziemlich merkwürdigen Link. Er führt dich zu einer Seite, scheinbar eine Dating-Seite. Das Versprechen der Website ist klar. Und, naja, vielleicht fühlst du dich gerade wirklich ein bisschen einsam. Du überlegst, wenn es kostenlos ist, kannst du es zumindest einmal ausprobieren. Du wirst sofort angeschrieben. In den ersten 10 Minuten fast 10 Mal. Nur antworten kannst du nicht. Dafür musst du erst Mitglied werden. Zum Glück gibt es gerade ein Angebot. Du schlägst zu und schreibst mit ein paar Menschen. Sie sind zwar alle nett, nur treffen will sich irgendwie niemand mit dir. Es vergehen ein paar Wochen. Auf einmal merkst du, dass dir Geld vom Konto abgebucht wurde. Deutlich mehr, als du für die Testphase bezahlt hast. Du willst kündigen, aber es geht nicht. Also löschst du deinen Account. Einen Monat später wird dir wieder Geld abgebucht. Deinen Account gibt es nicht mehr. Das Abo schon. Diesmal versuchst du es anders. Dazu vielleicht eine ganz kurze Sache. Also ja, das kann passieren. Das nennt sich Scam. Das ist einfach wirklich ein ganz normaler Scam. Und wenn ihr in sowas reinkommt, es gibt bei neueren Banken, und das möchte ich jetzt wirklich hier allgemein empfehlen, alte Banken haben sowas nicht, also sowas wie Sparkasse, Volksbank und so weiter, aber neuere Banken, und ich werde jetzt hier keine Namen nennen, weil ich nichts bewerben möchte davon, die haben sowas. Ich habe irgendwann mal die Bank gewechselt und ich kann bis zu 8 Pockets bauen und ich kann mir digitale Kreditkarten anlegen lassen. Das sind keine echten Kreditkarten, ich habe die nicht physisch in der Hand, aber ich kann sie benutzen, um online zu zahlen.
Was ihr bitte macht, wenn ihr sowas macht, ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Tipp, klippt den von mir aus und teilt das überall, wo ihr könnt, okay? Was ihr macht, ist Folgendes. Ihr legt euch eine virtuelle Kreditkarte an, eine neue virtuelle Kreditkarte. Ihr bezahlt dann nur genau mit dieser Kreditkarte diese eine Sache und danach löscht ihr die Kreditkarte wieder. Dann kann dieses Netzwerk nichts mehr bei euch abbuchen. Die Kreditkarte ist nicht mehr gültig. Eure Bank blockiert das dann, weil die Kreditkarte nicht mehr existiert. Wenn ihr sowas nochmal machen wollt oder wenn ihr euer Abo verlängern wollt, dann sagt euch ein seriöses Netzwerk, hey, deine Kreditkarte ist abgelaufen oder die Zahlungsmethode ist nicht mehr gültig, bitte gib deine Zahlungsdaten nochmal neu ein. Dann erstellt ihr eine neue virtuelle Kreditkarte und bezahlt mit der. Macht das immer dann, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ein Anbieter seriös ist oder nicht. Okay? Wenn ihr euch nicht zu 100% sicher seid, dass ein Anbieter absolut vertrauenswürdig ist, dann macht ihr das so. Ich mache das bei fast allem so, außer jetzt wie Google. Bei ChatGPT habe ich das nicht so gemacht, bei ein paar anderen KI-Tools und bei wirklich großen Unternehmen, die ich wirklich kenne, und wo ich weiß, dass das wirklich vertrauenswürdige Anbieter sind, da mache ich das nicht so. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, also sagen wir, ich muss für eine Recherche irgendein KI-Tool ausprobieren. Ich hatte diese KI-Videotools ja ausprobiert, falls ihr euch noch erinnert. Diese KI-Videotools, eins davon war nicht ganz so super seriös, zumindest dachte ich das. Ist im Nachhinein nichts passiert, war alles fein. Da habe ich mir einfach so eine virtuelle Kreditkarte angelegt und die danach wieder gelöscht. Und selbst wenn sie versucht hätten, nochmal abzubuchen, nachdem ich mein Abo beendet habe, hätten sie es nicht geschafft. Das ist enorm wichtig. Das muss sein, okay? Dann kann euch sowas gar nicht passieren. Einmal bezahlen, da stimmt ihr ja wirklich aktiv zu, aber ein Abo darüber zu machen, das könnt ihr dann darüber regeln. Bei den klassischen Banken, wo man einfach nur mit Kreditkarte zahlen muss, geht das oftmals nicht. Dementsprechend ist es nicht einfach, euer Abo dann zu beenden. Und man muss teilweise, und das finde ich auch schon ein bisschen scammy, bei dem einen KI-Videotool musste ich sehr, sehr genau suchen, wo ich denn eigentlich mein Abo beenden kann. Und in so einem Fall ist es mir dann einfach irgendwann egal. Da sage ich dann, okay, wenn ihr euren Button zum Abo beenden nicht dahin macht, dann lösche ich einfach meine Kreditkarte und dann versucht ihr halt abzubuchen. Das ist mir doch sowas von egal. Und dann könnt ihr mir so viele E-Mails schreiben, wie ihr wollt. Ihr kriegt von mir keinen Cent mehr. Genau. Das vielleicht als kleinen Hinweis hierbei. Für solche Scam-Netzwerke ist das unfassbar wichtig. Ihr braucht sowas, wenn ihr euch da anmelden wollt. Wenn ihr sowieso sagt, ey, da niemals mache ich da mit, macht es bitte trotzdem bei egal welchem Anbieter, wo ihr euch nicht zu 100% sicher seid, dass er seriös ist. Und, es gibt einige Anbieter, wo man sich nicht ganz sicher sein kann, ob sie seriös sind oder nicht. So. Du findest im Impressum eine Adresse in den Niederlanden. Du schickst einen Brief, aber auch das bringt nichts. Also meldest du dich bei deiner Bank und lässt das Geld zurückbuchen. Du bekommst dein Geld und kurze Zeit später einen Brief. Das alles ist dir wahnsinnig peinlich. Ja, und darum geht es hauptsächlich, dass es uns, also wir haben rechtlich einen Anspruch darauf, dass wir das kündigen dürfen, dass wir unser Geld zurückverlangen dürfen. Und wenn das nicht da ist, dann sagt der Verbraucherschutz sowieso immer in eurem Recht aus. Da passiert gar nichts mehr. Das Problem ist hauptsächlich mit der Peinlichkeit. Und auch da kommen wir zu diesen Sextortion-Attacks nochmal. Wenn irgendjemand behauptet, von euch Nacktfotos zu haben, von euch Chats zu haben, ne, die können alle gefälscht sein oder sie können echt sein, ist völlig egal. Wenn die drohen, dass sie eurer Frau oder eurer Freundin oder wie auch immer euren Eltern sowas schicken und ihr die bezahlt, dann motiviert ihr die, dass sie noch viel, viel weitermachen. Das ist einfach, es wird immer schlimmer. Das ist Erpressung im Grunde genommen und ihr solltet euch nicht erpressen lassen. Auch wenn es schwer ist, dann kann man sagen, ey, ich habe das einfach mal ausprobiert, ich mach's nicht mehr, sowas in die Richtung. Man kann aber auch einfach drüber aufklären und sagen, hey, vielleicht waren die Bilder auch, keine Ahnung, zum Beispiel KI generiert, ja, kann ja auch sein. Ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwann von mir oder von irgendjemandem, den ich kenne, KI-generierte Nacktfotos auftauchen. Dazu mache ich auch gerade demnächst noch ein Video, weil da auch gerade wieder komplett alles abgeht. Dementsprechend, ja, aber es ist hauptsächlich dieses peinliche Umgehen oder man ist peinlich berührt, wenn es um sowas geht. Das war auch mit Abmahnung übrigens so. Abmahnanwälte kamen hauptsächlich, wenn jemand, wie sage ich, dass das nicht gesperrt wird, solche Sachen
Videos in diese Richtung, ja. Wenn man sowas runtergeladen hatte, dann kam der Abmahnanwalt. Nicht bei Games oder bei irgendwas anderem. Nee, bei diesen ab 18 Dingen, weil man dann ohne Nachfragen einfach direkt bezahlt, weil man gar nicht erst vor Gericht möchte. Und die hatten teilweise nicht recht mit dem, was sie da behauptet haben. Da gab es auch eine richtige Welle von Abmahnung. Einfach nur, weil man da die Leute so erwischt, wie sie wirklich Angst davor haben. Niemand weiß davon. Geld für einen Anwalt hast du nicht. Also bezahlst du die Rechnung. Anwälte, Verbraucherschützer und Opfer haben uns erzählt, dass diese Seiten oft so oder so ähnlich arbeiten. Das Anmelden geht oft sehr schnell. Die Funktionen sind dann aber eingeschränkt. So sehr, dass man die Seite nicht wirklich nutzen kann. Also braucht man eine Mitgliedschaft. Das heißt, Sie melden sich auf einer Seite an, meistens für eine kostenfreie oder sehr stark vergünstigte Testphase. Und das Ganze verlängert sich dann in ein kostenpflichtiges Abo mit monatlichen Gebühren. Die schwanken auf rund 20 bis zu 80 Euro monatlich. Und das verbindet eigentlich alle Seiten, ist eine unheimliche Intransparenz bezüglich der Kosten. Also oft ist... Und das muss ich tatsächlich sagen, ist leider nicht nur bei solchen Sachen so, das wird immer mehr. Ich habe das auch bei solchen seriösen Tools in Anführungsstrichen, wie eben diesen KI-Videos gehabt. Wie gesagt, das Kündigen bei diesem einen Tool war so versteckt. Man musste, also ich hatte das monatliche Abo logischerweise gebucht. Wenn man auf Account verwalten gegangen ist, war da gar nichts. Man musste ein neues Abo buchen, auf diese Seite gehen. Dort musste man dann wieder, das steht immer standardmäßig auf jährlich, dort musste ich dann wieder zurück zum monatlichen switchen. Und dort hatte ich dann die Möglichkeit, statt buchen bei meinem Tarif, den ich gebucht hatte, die anderen waren auf Downgrade oder Upgrade. Und bei meinem Tarif stand dann einfach nur mein Abo verwalten. Darauf zu kommen, dass das nicht unter Accountverwaltung zählt, dass es nicht da ist, wo die Rechnung liegt, dass es nicht da ist, wo ich es eigentlich vermuten würde, sondern so unfassbar gut versteckt und dann sogar noch in einem Menü, in einem speziellen anderen Punkt ist. Ich musste wirklich lange suchen. Ich habe 10 Minuten nach diesem Kündigen-Button gesucht. Deswegen, das ist eine Praktik, die immer normaler wird und die ich absolut nicht gutheißen kann. Das ist, das hat im Endeffekt auch sogar einen Namen. Das nennt sich Dark Patterns oder Dark Pattern in dem Fall. Ihr macht es so unattraktiv und so schwer zu kündigen, dass ja, die Leute einfach keinen Bock haben, bei euch zu kündigen und einfach akzeptieren, dass es weiterläuft. Das ist eine Form von Dark Pattern. Cookie Banner sind eine zweite Form von Dark Pattern, die haben sich auch durchgesetzt. Das Dark Pattern bei Cookie Banner ist, man highlightet den Button zum Alle akzeptieren und macht den anderen so unsichtbar wie möglich, dass man den fast nicht mehr anklicken kann. Und ja, auch das hat sich durchgesetzt. Also Dark Pattern im Endeffekt, man benutzt die visuelle Anschauung, die Oberfläche sozusagen und macht die so unattraktiv wie nur irgendwie möglich für die Option, die für das Unternehmen am schlechtesten ist, aber eigentlich für den Kunden am besten wäre. Und so einfach und so zugänglich wie möglich, wenn das Unternehmen einen Vorteil hat und der Kunde eigentlich einen Nachteil. Sprich, sowas wie Buchen geht super einfach, sowas wie Abo abschließen, sowas wie Cookies akzeptieren, geht super einfach, während eben sowas wie Abo kündigen, Cookies ablehnen, oh, das ist ganz versteckt. Das sind Dark Patterns. Dazu auch nochmal irgendwann ein Video. Ist es so, dass man von einem Jahresbeitrag ausgeht und tatsächlich handelt es sich aber um eine monatliche Gebühr? Ein anonymer Geschädigter hat uns gegenüber bestätigt, dass bei seiner Registrierung nichts von einem Abo stand. Das zweite Modell, was uns oft unterkommt, ist tatsächlich eine Plattform, bei denen man sich kostenfrei anmelden kann und auch punktuell kostenfrei nutzen kann. Und meistens ist es an der Stelle begrenzt, was das Nachrichtenschreiben, also die Kontaktaufnahme angeht. Ja. Um auf diesen Seiten schreiben zu können, muss man sich sogenannte Flirt-Coins holen. Und die sind nicht billig. Pro Nachricht zahlt man oft bis zu 80 Cent. Gerade bei diesen Seiten haben wir feststellen können, dass gar nicht so selten auch sogenannte professionelle Schreiber eingesetzt werden. Also kann man sich vorstellen, wie Fake-Profile betrieben werden mit Fantasiepersonen, die aber in dieser Form gar nicht existieren. Über sogenannte Chatschreiber hat Steuerung F vor vielen Jahren eine sehr empfehlenswerte Doku gemacht. Nach unserem 2BG hat sich auch bei uns ein Chatschreiber anonym gemeldet. Er hat uns Screenshots und internes Schulungsmaterial eines anderen deutschsprachigen Anbieters zugespielt. Die Unterlagen sind zwar schon etwas älter, zeigen aber deutlich, wie in dieser Branche gearbeitet wird. Als Chatschreiber erbringt man eine Dienstleistung. Das Erlebnis soll so aufregend und unterhaltsam wie möglich sein.
Man könne davon ausgehen, dass sich Kunden darüber im Klaren sind, dass sie mit Fake-Profilen schreiben. Wenn Nutzer also fragen, ob man sich in echt treffen kann, gehört das zur Fantasie, die man auf der Plattform anbietet. Nur Lügen geht nicht. Ausweichen und vom Thema ablenken ist offenbar okay. Und das Konzept dahinter ist denkbar einfach. Man bindet so die Leute. Man macht sie emotional halt wirklich abhängig. Ich will da vielleicht auch noch mal kurz eine Geschichte erzählen von jemandem, der mir geschrieben hat. Das ist schon ein bisschen länger her, war nicht wirklich in Bezug... Oh. Entschuldigung, muss mein Video freigeben gleich. War nicht wirklich in Bezug auf das, was ich da recherchiert hatte, sondern noch weiter zurückliegend. Aber mir hatte jemand geschrieben, ob ich nicht irgendwas tun kann, weil er möchte sich wirklich mit seiner Dame, die er auf so einer Flirtseite kennengelernt hat, treffen. Und sie kann ihm aber keine Handynummer oder sowas schicken. Und er dachte halt, das ist eine Limitierung von der Seite. Und er hat mich dann nach kryptografischen Methoden gefragt, wie man diese Beschränkung umgehen kann. Ich habe dann vorsichtig versucht, ihm zu erklären, dass das wahrscheinlich nicht von der Seite kommt, beziehungsweise dass die Seite das schon machen wollte. Und er hat mir dann irgendwann gestanden, dass er für sie beide schon einen Urlaub gebucht hatte. Also es gibt wirklich viele Menschen, die da emotional von abhängig gemacht werden. Das ist, ja, es ist eine sehr, sehr grausame Art und Weise, damit umzugehen. Eine sehr, sehr grausame Art und Weise, einfach Menschen abhängig zu machen. So, und jetzt entschuldigt ihr mich ganz kurz, ich muss 2 Videos für euch freigeben. Nämlich einmal auf dem einen Kanal das Video zu O1 und auf dem anderen Kanal das O1-Video von ChatGPT für ITler, wo wir quasi schon wieder beim Thema gleich wären, nämlich, dass man auch KI einfach genau dafür benutzen kann. Einfach dieses Schulungsmaterial hochladen und schon habt ihr euren eigenen Chatbot. Naja, bis gleich. So, weiter geht's hier. Wenn ihr die Videos nicht gesehen habt, schaut sie euch definitiv an. Das neue ChatGPT-Modell ist krass. Also, für alle, die irgendwas mit IT oder Coding zu tun haben, ist das wahrscheinlich das bedeutendste Modell, das rauskommen konnte seit sehr langem. Also schaut euch unbedingt das Video an. Es ist jetzt rausgekommen, jetzt wisst ihr auch, wann ich das aufnehme, nämlich um 17 Uhr am, was haben wir? Dienstag, der 17.09. Ja, ich mache mich morgen auf den Weg, beziehungsweise übermorgen eigentlich, aber morgen muss ich noch alles fertig machen und richten und sowas, auf den Weg nach Korea und habe dort mehrere Recherchen eigentlich, aber ich weiß noch nicht, welche dafür reichen für ein ganzes Video. Eine habe ich auf jeden Fall vor, als Video zu machen, die ist sehr bedeutsam. Und die anderen muss ich mal gucken, ob es Shorts werden oder ob es ganze Videos werden. Das schauen wir dann. Ihr könnt mir auf jeden Fall auf Instagram folgen. Verlinke ich euch auch alles unten in der Beschreibung. Oder ansonsten findet ihr mich auch dort. Und dort dann seht ihr ein paar Eindrücke von einem hoffentlich sehr technologisierten Land. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie da. Okay, lasst uns weiter gucken. Das Konzept dahinter ist denkbar einfach. Man bindet so die Leute. Man hält sie an der Stange, damit sie eben nicht kündigen oder damit sie das Gefühl haben, sie könnten früher oder später in der realen Welt jemanden treffen. Aber was, wenn doch jemand misstrauisch wird und nachfragt? Und dann kommt es darauf an, welche Antwort kommt dann von dem Fake-Profilbetreiber. Sagt er, ja klar bin ich ein echter Kontakt, dann ist das eine Täuschungshandlung. Er kann aber auch versuchen, geschickt auszuweichen, indem er beispielsweise sagt, ja, ich bin eine Person aus Fleisch und Blut. Dann wird es schon schwieriger, da die konkrete Täuschungshandlung zu belegen, weil in dem Moment hat er natürlich nicht gelogen. Niemand würde sagen, ich bin ein echter Kontakt. Das ist auch irgendwie komisch, oder? Man kann durchaus sagen, ich bin beispielsweise ein echter Mensch. Ne? Sowas zum Beispiel, das ist halt die Schwierigkeit dabei. Ist ja nicht gelogen. Aber er hat es so wiederum formuliert, dass er suggeriert, er ist auch diese Person auf dem Bild. Aber in den Trainingsmaterialien steht sowieso drin, dass man dass man nicht lügen darf. Auf gar keinen Fall darf man lügen, weil es dann eben eine Täuschung ist. Und genau deswegen kann die Firma das dann auch an den Chatschreiber abdrücken. Das heißt, wenn der Chatschreiber schreibt, ja, ich bin ein Kontakt, ich bin ein echter Kontakt oder ich bin wirklich an dir interessiert oder sowas, dann kann klar der User klagen, aber die Firma sagt dann einfach, ja nö, der hat ja gegen unsere Richtlinien verstoßen als Chatschreiber und dementsprechend ist das nicht unser Problem, sondern das Problem des Chatschreibers. Das ist das Problem daran. Die haben sich rechtlich schon abgesichert. In vielen AGBs findet man relativ versteckt einen Absatz, dass Fake-Profile oder Animateure eingesetzt werden. Woran man die erkennen kann, wird meist nicht gesagt. Den wenigsten Menschen dürfte klar sein, dass sie hier nicht mit echten Datingpartnern schreiben, sondern mit Schauspielern. Es ist halt überhaupt fraglich,
ob die nicht, wenn die das so im ganz, ganz großen Stil machen, mittlerweile eine KI angelernt haben, die dann auch diese Live-Chats sogar macht. Ja, Nicht nur Torben vermutet, dass heute immer mehr KI eingesetzt wird. Vor kurzem oder vielleicht bis zu einem Jahr oder so waren das wohl Studentinnen und Studenten, die da einfach in dem Sinne andere Benutzer imitiert haben. Heute kann man davon ausgehen, dass es sogenannte Chatbots sind. Solche Chatbots werden mittlerweile häufig auch in einschlägigen Foren zum Kauf angeboten. Und da möchte ich nochmal ganz kurz auf meine andere Recherche verweisen, die noch detaillierter da reingeht. Wir haben aktuell noch nicht das Problem, dass das übermäßig im Einsatz ist, aber es ist am Kommen. Ich habe dort Chatbots gefunden, die anhand von Daten von GNU, also von der Influencerin GNU, anhand von anderen Influencerinnen trainiert wurden und dann so getan haben, als wären sie. Ja? Das heißt, sie übernehmen deren Position, deren Meinungen und so weiter und so fort. Und so eine Dating-Plattform lässt das natürlich grundsätzlich nicht unbedingt zu, dass so jemand imitiert wird, aber es gibt Plattformen, die noch ein bisschen dubioser sind, wo man genau solche Chatbots finden kann, wo man sich quasi selber seinen eigenen Bot bauen kann, der die eigene perfekte Persönlichkeit hat und der dann nochmal speziell auf die Bedürfnisse eingeht und genau die Persönlichkeit hat, die wirklich genau passt für diesen User. Also nehmen wir an, ihr seid, politisch rechtsorientiert und ihr habt dort einen Chatbot, der genau eure Meinung permanent widerspiegelt, dann sympathisiert ihr mehr mit dem. Ja? Das ist einfach ganz normal. Und genauso, wenn ihr dann einfach denselben Chatbot habt und ihr seid politisch linksorientiert, dann signalisiert er auch, ey, ich habe genau dieselbe Meinung. Der Chatbot passt sich quasi eurem Verhalten an und imitiert euch. Ja? Ihr sagt, ey, ich bin voll der Technologie-Experte oder voll der Technologiefreund. Sagt der Chatbot, ey, ich auch. Ich feiere hier die Vision Pro und ich liebe Apple und was weiß ich was, weil ihr das vorher schon gesagt habt. Und der hat sich das alles gemerkt. Und das gibt es tatsächlich auch schon. Replika zum Beispiel ist so ein Ding. Die haben das ein bisschen drin, nicht allzu stark drin, aber sie haben es drin. Dass der Chatbot, da wird es eindeutig klar gesagt, dass es einer ist, dass der euch so ein bisschen imitiert. Und dadurch wirkt er noch ein bisschen sympathischer und kann sich mit euch anfreunden. Ich habe das in einem Selbstexperiment wirklich ausprobiert und ich habe auch diese Chatbots ausprobiert, die Influencerinnen und Stars nachahmen sollen. Und gut, ich kenne die nicht so persönlich in dem Sinne, deswegen kann ich das nicht so gut beurteilen, aber ich habe mit GNU danach geschrieben, sie meinte, ey, das fühlt sich schon ein bisschen an, als würde der meine Position klauen und wirklich so tun, als wäre ich. So, dementsprechend haben wir diese ganzen Komponenten, ja. Wir haben eine Seite, die pro Nachricht Geld von euch verlangt, die euch emotional abhängig macht und die euch bindet über Abos. Wir haben Chatbots, die euch emotional noch mehr an sich binden können, als das ein Mensch jemals könnte, weil dieser Chatbot muss sich ja nicht verstellen, der muss ja euch einfach nur imitieren und dann kann der auch noch vielleicht so rausfinden, ey, ihr steht auf den oder den Influencer oder die Persönlichkeit, habt da einen Crush drauf oder sowas, I don't know, dann die auch noch zu imitieren. So, ihr seht, in welche Richtung das geht. Die sind maximal auf Abhängigkeit aus und natürlich nicht echt, tun aber so, als wären sie echt. Und diese KI, die kann einfach lokal betrieben werden mit einem Llama-Modell, also Llama 3.1, ja, da kann ich noch ein bisschen feintunen drauf und dann habe ich da wirklich ein Modell, das sehr, sehr konversationell ist, das auch nicht limitiert ist, das ist komplett frei verfügbar, also fast frei verfügbar. Und ich kann das für mich benutzen. Ich kann das bei mir lokal hosten. Ich kann das dafür auf jeden Fall verwenden. Das ist das Modell, das halt open ist. Also ich kann es runterladen und dann einfach verwenden. Oder ich nehme Mixtral oder sowas. Dementsprechend, das ist wirklich psychologisch abhängig machend. Also nicht für jeden natürlich, für Leute, die es wissen oder für Leute, die da vielleicht drin geschult sind, nicht unbedingt. Aber ich bin mir zu 99% sicher, dass wenn ich hier in meinen Kommentaren oder von mir aus auch in einem WhatsApp-Kanal so einen Chatbot mit einem Morpheus-Klon erstellen würde. Ich habe das für die Recherche gemacht. Ich habe mich selber da eingespeist sozusagen und fein trainiert. Wenn ich diesen Klon, den ich mittlerweile wieder gelöscht habe, weil ich es fucking gruselig fand, aber wenn ich den hier einstellen würde in einem WhatsApp-Kanal, das würde sehr vielen Leuten nicht auffallen. Da bin ich mir zu 99% sicher, dass wir da mindestens 1000 Leute haben, die sicher sind, dass ich das bin.
und dementsprechend auch unter Umständen bezahlen würden, dafür mit mir zu chatten. Das wird eine Masche. Das wird eine Masche sein, die abhängig machen wird. Jetzt nicht unbedingt bei mir, ich bin jetzt nicht so, ne? Vielleicht die Zielgruppe, ihr wisst, denke ich, was ich sagen möchte, aber wenn ihr da mit einem ab 18 Star reden könnt, auf den ihr vielleicht einen Crush habt, vielleicht dann sogar noch irgendwelche KI-generierten Bilder dabei sind, dann kann das echt viele treffen. Also nicht jeden natürlich und vielleicht euch nicht, aber wenn ihr es nicht wisst, und das ist ja meistens der Punkt, dann kann das wirklich, wirklich hitten. Und tatsächlich sind wir auf eine Seite gestoßen, die den anderen sehr, sehr ähnlich ist und KI in ihren Chats einsetzt. Ob der jetzt Das ist jetzt tatsächlich mal eine Seite, die das transparent gemacht hat. Ne? Da gibt es auch so viele Seiten, die das nicht tun. so, keine Ahnung, irgendwelche Typen sitzen in so einem Center und mit denen schreiben oder ob das dann mittlerweile schon ein Bot ist, so. Das Resultat ist das gleiche, ne? Die ziehen den Leuten halt natürlich die Coins da aus der Tasche. Ich muss ja schon fast nochmal betonen, Torben untertreibt, ne? Das kommt wahrscheinlich nicht nur auf selber raus, ne? Diese Chatschreiber, die da angestellt werden, die müssen sich jedes Mal in eine neue Person reinversetzen. Die kennen den Chatverlauf nicht. Die haben sich keine Erinnerung gemacht. Das sind Menschen, die da schreiben, wenn es Chatschreiber sind. Und wenn es eine KI ist, dann kann die ein Memory von euch anlegen. Das macht Replika auch. Replika merkt sich Keypoints. So, der hat da und da mit seinem Job Stress gehabt. Der hat da und da mit seinen Eltern Stress gehabt. All diese Key Moments, ne, der mag das und das. Der liebt das und das, der hasst das und das. All das wird gespeichert und dann wird imitiert. Das ist besser, als das ein Mensch hinbekommt. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen dystopisch klingt, aber diese Chatbots sind besser im Chatten als ein Mensch. Weil sie einfach auf alles Zugriff haben. Der Chatschreiber, der wird ja ausgetauscht. Wenn ihr mitten in der Nacht eine Nachricht schreibt, kommt trotzdem direkt eine Antwort von diesem Chatschreiber. Und wenn es dann vielleicht ein anderer Chatschreiber ist, erst am nächsten Morgen eine Antwort von jemand anders. Unterschätzt das nicht. Das ist, glaube ich, markanter, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Ist man einmal in die Abo-Falle gelaufen, wollen viele natürlich den Vertrag kündigen. Das ist aber oft umständlich. Einige Kündigungsbedingungen sind laut Christian Jenny zum Teil sogar gesetzeswidrig. Also das heißt, man kann nicht sofort aus dem Vertrag aussteigen, die Verträge verlängern sich automatisch und das ist gewollt. Also man macht eine Kündigungsfrist, die ist völlig fiktiv gewählt und wenn man da die Fristen verpasst, dann ist man ein weiteres Jahr gebunden. In einigen Fällen berichten Opfer, dass sie bei der Anmeldung überhaupt nichts von Preisen gewusst hätten. Wir haben eine Zeit lang das sogar sehr, sehr extensiv hier eingereicht bekommen, dass Mandanten gesagt haben, meine Anmeldeseite sah ähnlich, aber nicht genauso aus. Da fehlte der ganze Bereich zu Kosten- und Vertragsbedingungen, sondern da stand nur kostenfrei testen. Sebastian Günnewig vermutet, dass einige Betreiber womöglich täuschende Landingpages einsetzen. Und wenn dann natürlich eine Vielzahl von Betroffenen unabhängig voneinander bekunden, bei meiner Anmeldung stand nichts von Preisen, ist das natürlich für uns das erste Anzeichen, hier ist irgendwas im Argen. Handfeste Beweise konnte er dafür bisher nicht finden. Auffällig ist aber, dass ein und dieselbe Seite zum Teil wirklich viele verschiedene Landingpages hat. Auch das leider mittlerweile nicht mehr ungewöhnlich. Ich kenne mittlerweile echt einige, auch gerade im speziellen Online-Bereich, dass die für jeden Shit ihre eigene Landingpage bauen. Und ich finde das drastisch unseriös, wenn man wirklich ständig eigene Pages baut, die komplett anders aussehen. Aber ja, die haben zumindest mal immer noch alle Informationen dann drauf, die man hat. Trotzdem, nochmal ganz kurz hier für die Leute, die hier vielleicht einschalten. Erst benutzt eigene Kreditkarten für sowas, die ihr danach löschen könnt. Es gibt neue Banken, Neobanken, die sowas unterstützen, dass man da zumindest mal sich eine neue Kreditkarte bauen kann. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass ihr das macht und wisst auch von diesem Trick. Das letzte Glied in dieser Kette sind Inkassofirmen und Anwälte. Mit Mahnungen und Klagedrohungen versuchen sie Druck aufzubauen.
Zum einen ist natürlich der Charme da. Man hat sich mal bei so einem Datingportal angemeldet. Man will da auch keine große Sache daraus machen. Zum anderen, wenn man nicht zahlt, kommt sofort ein Inkassobüro mit nochmal wirklich exorbitanten Gebühren, die auch nicht wirklich rechtlich passen. Und da kommt dann auch wieder die Angst. Also Charme und Angst kombiniert zusammen ist ein richtig gutes Geschäftsmodell für diese Dating-Plattform. Ja. Wie legal. Man muss auch immer überlegen, ne? Also klar, wenn man das nüchtern betrachtet, das ist relativ einfach, aber wie reagiert man emotional, wenn man dann vielleicht Angst deswegen bekommt und Scham verspürt, dann reagiert man anders und nicht mehr so rational, nicht mehr so gefasst, wie man das vielleicht machen würde. Vielleicht steht dann eine Familie hinten dran, vielleicht hat man sowieso schon Stress mit seiner Frau, hat sich deswegen erst dort angemeldet, hat dort sehr, sehr private Informationen veröffentlicht auf solchen Dating-Plattformen, die jetzt bei der Dating-Plattform liegen. Da ist ja noch mehr Angst dann dabei. Ne? Das darf man alles nicht vergessen. Und ich glaube, ich bin nicht in der Situation, sowas beurteilen zu können. Aber wenn jetzt jemand, sagen wir mal, wirklich gerade Probleme in seiner Beziehung hat, sich dann dort anmeldet, dann kommt so ein Schreiben von einem Anwalt, oh, der würde das 10-mal lieber bezahlen, als dass er sowas dann angibt oder sowas dann sagt. Legal ist das? Und wie groß ist der Schaden für die Opfer? 2022 stieg die Zahl der Fälle an Wirtschaftskriminalität in Deutschland schlagartig an. Ein Grund für diesen Anstieg war ein einziges Unternehmen. Es hat eine vermeintlich klassische Online-Dating-Plattform betrieben, aber in Wirklichkeit ausschließlich professionelle Chatschreiber in Kombination mit Flirtcoins eingesetzt. Wow. Die Steuerung F-Doku handelte damals auch von diesem Unternehmen. Fast 34.000 Menschen wurden getäuscht. Gesamtschaden rund 18 Millionen Euro. Mehrere Millionen Euro mit nur einer einzigen Seite. Moment, ganz kurz. Ich muss das kurz ausrechnen. Das sind über 500 Euro pro Person. Ich habe mich nicht im Kopf verrechnet. 500 Euro pro Person im Schnitt, die da draufgegangen sind. Holy moly. Die Zivilkammer des Landgerichts Flensburg urteilt, dass die Werbung irreführend ist. Strafrechtlich verurteilt ist der Betreiber bisher nicht. Das Landgericht in Flensburg sagt, dass das Hauptverfahren bislang noch nicht eröffnet wurde. Dieses Beispiel demonstriert das Ausmaß dieser Masche. Das Geschäft mit angeblichen Dating-Seiten ist teils richtig lukrativ. Doch nicht immer ist der Fall so klar wie hier. Es ist nicht schwarz und weiß, nicht illegal, legal. Es ist eine riesen Grauzone und der Gesetzgeber hat da wirklich ein bisschen die Zeit verschlafen. Solange die Gesetzgebung nicht klar und deutlich diese Akteure in die Schranken weist, bleibt das eine Grauzone und da kann sich jeder austoben, wie er möchte. Und da muss man dann halt immer auch aufpassen, ne, was man dann aus Versehen noch mit verbietet. Also wenn man jetzt dann irgendwie sagt, ey yo, Chatbots sind illegal, machst du ChatGPT illegal. Wenn du sagst, Chatschreiber sind illegal, was machst du dann noch aus Versehen illegal? Da steckt halt noch so viel mehr hinten dran, dass man wirklich nur genau das aushebelt und diesen Scam quasi verbietet. Das ist halt das Problem, das kriegst du nicht richtig hin. So ein System legal ist, hängt an vielen Faktoren. Wird über die Kosten klar kommuniziert? Wird man über den Einsatz von Fake-Profilen ausreichend informiert? Und wie verhalten sich die Chatschreiber? Auch Bots sind eine Grauzone. Sie verstoßen in der Regel zwar gegen die AGBs von YouTube oder Insta. Und dadurch, dass sie meistens mit gehackten Accounts durchgeführt werden oder mit Accounts, die gar nicht von echten Personen betrieben werden oder erstellt wurden, ist es noch mal mehr gegen die AGB der Plattform, sprich, die können das immer löschen. Das ist immerhin mal ganz gut. Was halt krass ist, ne, man kann das heutzutage nicht mehr wegposten. Also ich kann die nicht blockieren, das ist das Problem. Weil wenn jemand von euch schreibt, ey, das ist voll das geile Video oder dein Kanal ist toll, so wie soll ich das von einem Bot unterschreiben, der schreibt, dein Kanal ist ein Ort, an dem Qualität immer an erster Stelle steht? Man kann sowas, vielen Dank für Ihr Talent, vielleicht mal dann noch erkennen. Das erkenne ich als Mensch. Aber es kann auch einfach jemand sein, der mich ironischerweise siezt. Das kann schon sein. Und die duzen auch manchmal. Es ist, ja, ne? Sehr schwer. Und man darf es. Also man darf ja solche Kommentare auch posten. Das ist ja nicht verboten. Und für mich ist das auch klar. Also ich meine, die Bilder, die kann ich sofort erkennen.
Die erkennt ihr auch immer. Und tatsächlich jetzt unter den neuen Videos war noch kein Bot drunter. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert ist. Also vielleicht tatsächlich diese Sache mit Telegram, dass da was hops genommen wurde. Naja, wir werden sehen. Grundsätzlich sind sie aber legal. Auch in Affiliate-Netzwerken. Es ist alles ein Graubereich. Solange man nicht für Gewalt, Waffen oder Drogen irgendwie ein Affiliate-Netzwerk aufbaut, ist es absolut legal und auch legitim. Also da sehe ich absolut keine rechtliche Grundlage, dies irgendwie unterbinden zu können. Weder in der Schweiz noch europäisch. Ich finde es schön, wie immer schön betont wird, die Schweiz ist nicht EU. Haben wir uns verstanden? EU ist nicht Schweiz. Wir können abschließend nicht bewerten, ob das Geschäft mit diesen Seiten illegal ist. Sebastian Günnewig sagt, es kommt auf den Einzelfall an. Fakt ist, dass viel... Und da kommen wir zu einem anderen Thema mit den Einzelfallabwägungen. Das muss vor Gericht landen. Wer klagt denn in so einem Fall? Das müsste ja jemand machen, der geschädigt ist. Aber die schämen sich und haben Angst. Und oftmals kein Geld für einen Anwalt. Das ist das große Problem. Und gleichzeitig, wenn nicht sicher ist, dass es wirklich illegal ist, wer würde dann noch klagen? Im Zweifelsfall muss der dann die Gerichtskosten übernehmen, wenn er verliert. Es ist nicht so ohne, das darf man nicht vergessen. Und unsere Gerichte sind auch maßlos überlastet. Auch das kommt noch dazu. Also vielen Menschen hier deutlich mehr Geld abgenommen wird, als sie dachten. Beim klassischen Abo-Modell, klar, beträgt das die monatliche Abo-Gebühr mal maximal 24 Monate Laufzeit. Wenn wir über Flirtcoins reden, ist es tatsächlich sehr, sehr individuell. Das heißt, wir haben Mandanten, die nur in Anführungszeichen ein paar hundert Euro ausgegeben haben. Wir haben tatsächlich auch Mandanten gehabt, die im fast sechsstelligen Bereich Kosten gehabt haben, beziehungsweise Ausgaben für Flirtcoins, also 50, 60, 80.000 Euro. Da haben wir auch einige sehr traurige Beispiele erlebt, wo sich dann die Beträge aufsummiert haben, weil es die Leute einfach verdrängt haben. Sie wollten das irgendwie einfach von sich wegweisen, was natürlich schlecht funktioniert. Dann kumuliert sich das auf, ergibt Beträge von mehreren tausend Euros, die diese Firmen geltend machen. Und das kann dann schon in extremen Fällen die Existenz bedrohen. Also da vielleicht nochmal ganz kurz. Also psychologische Advice sowieso immer woanders holen, nicht bei mir holen. Ich bin Technikmensch. Wenn ihr aber irgendwie reflektieren wollt, ich persönlich kann da ChatGPT tatsächlich empfehlen. Es gibt mittlerweile einen Inkognito-Modus oder halt, wie heißt das? Einen temporären Modus oder so, das könnt ihr auswählen. Danach wird eure Unterhaltung nicht in die Trainingsdaten von ChatGPT mit reingespeist und sie verschwindet auch wieder aus eurem Verlauf. Wenn ihr irgendwann mal ganz dringend, ganz spontan jemanden, keine Ahnung, sofort braucht zum Reden und niemand eurer Freunde kann das Thema gerade ab. Ja? Freunde und Familie sollten immer erste Ansprechpartner sein bei sowas. Aber von mir aus, dann nehmt sowas, aber nicht irgendwie so eine Online-Flirt-Plattform. Und wenn sowas wirklich sein sollte, überlegt zumindest, ob ihr vielleicht mal zum Arzt geht oder einen Therapeuten euch sucht. Das kann man nur empfehlen, wenn es euch nicht gut geht. Ich weiß, die Wartezeiten sind lange und abschreckend. Lasst euch nicht davon abschrecken. Es lohnt sich, okay? Ich habe das selber gemacht und ich kann das echt nur sagen, probiert es zumindest mal. Es muss nicht direkt beim ersten Therapeuten funktionieren, manchmal muss man da auch wechseln. Aber lasst euch nicht auf solche Scams ein. Die bringen euch am Ende auch nicht wirklich was. Und die Schreiber hinter diesen Scams oder die Chatschreiber, die sind einfach auch, denen ist egal, was mit euch passiert in den meisten Fällen. Ja. Die höchste Schadenssumme lag in dem Bereich 80.000 Euro tatsächlich, wohlgemerkt für Flirtcoins, auf unterschiedlichen Seiten, also nicht nur auf einer einzigen, aber von einem einzigen Betroffenen in einem Zeitraum von 4-5 Jahren. Krass. Wir haben versucht, mit Opfern zu reden. Am Ende wollte leider nur eine Person mit uns sprechen. Also haben wir unsere Experten gefragt. Wer sind eigentlich die Opfer? Ihr müsst euch das mal überlegen, ne? Eine einzige Person wollte mit Simply sprechen. Eine Person. Die anderen haben sogar so eine große Scham, dass sie nicht mal mit einem anonymisierten YouTube-Video interagieren wollen und da das zeigen wollen. Die werden mit Sicherheit nicht vor Gericht gehen. Da sind immer auch irgendwie Angst und Scham dabei. Und dass das halt so gnadenlos ausgenutzt wird, ist einfach traurig. Das typische Opfer gibt es nicht. Es gibt gewisse Leute, da dürfen wir uns vielleicht dazu zählen, die haben ein geschultes Auge und sehen vielleicht, das sieht nicht so seriös aus. Aber wenn man halt einsam ist oder wenn man auf Partnersuche ist oder wenn man ein spezielles
Interesse hat, dann kann das jedem passieren. Und deswegen, also immer bitte, wenn ihr nicht 100% den Dienstleister kennt, dann macht ihr das mit dieser anonymen Kredit, oder nicht anonym, mit dieser Kreditkarte, die danach wieder löschbar ist, okay? Da haben wir uns. Also wir haben von Jugendlichen, die noch zu Hause wohnen, bis zu älteren Menschen im Pflegeheim, erleben wir alles. Also es geht über alle Altersschichten, über alle Bildungsschichten hinweg und das auch über alle Geschlechter. Krass. In Deutschland fühlen sich viele Menschen einsam. Laut einer aktuellen Studie jeder Dritte. Bei jüngeren Menschen ist es fast jeder Zweite. Dieses Gefühl hat vor allem durch die Pandemie zugenommen. Vielleicht ist es kein Wunder, dass in der gleichen Zeit solche Seiten immer beliebter geworden sind. Den Preis zahlen die Opfer. Ein falscher Klick reicht und schon sitzt man in der Falle. Und wenn man einmal drin ist, wird Druck aufgebaut. Auf der Suche nach der großen Liebe finden viele am Ende nur eine teure Rechnung im Briefkasten. Ich glaube, niemand braucht sich zu schämen, dass er da reingefallen ist. Ich finde, die Betreiber sollten sich schämen, dass sie diese Situationen ausnutzen und sich nicht an geltende Recht halten. Cheers. Ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. Deswegen, wenn euch sowas passiert ist, dann schaut, dass ihr rauskommt und dass ihr euch Hilfe holt. Wenn ihr irgendwelche Hilfe im Sinne von Anwalt oder sowas braucht, dann holt euch einen Anwalt, oder schaut nach, ob ihr im Zweifelsfall vielleicht eine Rechtsschutzversicherung habt. Sowas kann helfen. Und ja, schämt euch nicht für so eine Lage. Da kann man durchaus rauskommen und das ist nicht alles legitim, was da passiert. Oh Mann. Ja, krasses Thema. Ich finde es gut, dass sie da noch so ein bisschen die andere Seite mit reingebracht haben. Ich würde euch noch von mir die 3 Videos empfehlen, die ich angesprochen hatte. Also einmal das zu den Flirtbots, was ich auch schon recherchiert hatte. Dann zu Replika, also Freundschaft mit einer KI. Das war tatsächlich übrigens vor dem ganzen KI-Ding, also mit GPT und so weiter. Die haben davor schon GPT 3.5 benutzt. Und ich habe noch ein 3. Video für euch, eben das zu dem, ich kann es ja nicht sagen, sonst wird das Video auch quasi gesperrt. Deswegen, ich verlinke es euch einfach in der Endcard, okay? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.